Porsche 911 GT3 RS ist konsequent auf Performance ausgelegt. Dabei bedient sich der straßenzugelassene Hochleistungssportwagen der Technologien und Prinzipien aus dem Motorsport. Neben dem Hochdrehzahl-Saugmotor mit Rennsportgenen und intelligentem Leichtbau beweist vor allem das Kühl- und Aerodynamikkonzept die direkte Verwandtschaft mit seinem Motorsportbruder 911 GT3R. Basis für die deutliche Performance-Steigerung ist das Mittelkühlerkonzept, das erstmals beim Le Mans-Klassensieger 911 RSR und anschließend auch im 911 GT3R zum Einsatz kam. Anstelle des bisherigen Layouts mit 3 Kühlern setzt der neue 911 GT3 RS auf einen großen, schräg angeordneten Mittenkühler im Vorderwagen. Dieser ist dort positioniert, wo sich bei anderen 911-Modellen der Kofferraum befindet. So wurde es möglich, den frei gewordenen seitlichen Bauraum zur Integration aktiver Aerodynamikelemente zu nutzen. Stufenlos verstellbare Flügelelemente an der Front sowie am zweigeteilten Heckflügel sorgen in Kombination mit einer Vielzahl weiterer Aerodynamikmaßnahmen für 409 Kilogramm Gesamtabtrieb bei 200 km/h. Damit generiert der neue 911 GT3 RS doppelt so viel Anpressdruck wie sein Vorgänger Typ 991-2 und 3-mal so viel wie ein aktueller 911 GT3. Bei 285 km/h liegt der Gesamtabtrieb bei 860 Kilogramm. Erstmals ist in einem Serien-Porsche ein Drag-Reduction-System verbaut. Zugunsten eines geringeren Luftwiderstandes und einer höheren Geschwindigkeit auf geraden Streckenabschnitten lassen sich mit dem DRS innerhalb eines definierten Arbeitsbereichs die Flügel auf Knopfdruck flachstellen. Bei einer Vollbremsung aus hohen Geschwindigkeiten wird die Airbrake-Funktion aktiv. Die Flügelelemente an Front und Heck werden maximal angestellt und erzeugen so eine aerodynamische Verzögerungswirkung, die die Radbremsen wesentlich unterstützt. Die Vielzahl funktionaler Aerodynamikelemente prägt das Karosseriedesign des neuen 911 GT3 RS. Hervorstechendstes Merkmal des GT-Sportwagens ist der in allen Dimensionen deutlich gewachsene Heckflügel mit Schwanenhalsaufhängung. Dieser besteht aus einem feststehenden Hauptflügel und einem oberen, hydraulisch verstellbaren Flügelelement. Erstmals bei einem Porsche-Serienfahrzeug liegt die Oberkante des Heckflügels höher als das Dach. Zudem verfügt das Bugteil des 911 GT3 RS nicht mehr über einen Bugspoiler, sondern über einen sogenannten Frontsplitter, der die über- und unterströmende Luft teilt. Sideblades lenken die Luft gezielt nach außen. Die Rathausentlüftung vorne erfolgt über Öffnungen in den Kotflügel. Einzüge hinter den Vorderrädern im Stil des ikonischen Le Mans Gesamtsiegers 911 GT1 reduzieren den Staudruck im Radkasten. Sideblades hinter dem Einzug sorgen dafür, dass die Luft gezielt an die Fahrzeugseite herangeführt wird. Die Luft aus dem Mittelkühler strömt über großflächige Nüstern auf der Fronthaube aus. Finnen auf dem Dach lenken die Luft nach außen und sorgen so für kühlere Ansaugtemperaturen am Heck. Die Öffnungen im Frontseitenteil werden beim neuen 911 GT3 RS ausschließlich zur Verbesserung der Aerodynamik und nicht zur Ansaugung der Prozessluft genutzt. Auch das hintere Rathaus ist mit einem Einzug und einem Sideblade zur optimierten Luftlenkung versehen. Der Diffusor am Heck stammt vom 911 GT3 und wurde leicht angepasst. Die aerodynamische Detailarbeit macht selbst vor dem Fahrwerk nicht Halt. Da das Rathaus des 911 GT3 RS stark durchströmt wird, sind die Bauteile der Doppelquerlenker-Vorderachse als Tropfenprofile ausgeführt. Diese Aerolenker erhöhen den Abtrieb an der Vorderachse bei Höchstgeschwindigkeit um rund 40 Kilogramm und kommen sonst nur im hochklassigen Motorsport zum Einsatz. Wegen der breiteren Spur sind die Lenker der Doppelquerlenker-Vorderachse zudem entsprechend länger ausgeführt. Damit die Abtriebsbalance zwischen Vorder- und Hinterachse auch beim Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten erhalten bleibt, reduzierten die Fahrwerkingenieure das Nicken deutlich. An der Vorderachse des 911 GT3 RS wurde daher das vordere Kugelgelenk des unteren Längslenkers nach unten versetzt. Die Mehrlenker-Hinterachse wurde mit geänderten Federraten ebenfalls angepasst. Auch die Fahrassistenzsysteme und die Hinterachslenkung verfügen über eine noch dynamischere Abstimmung. Der 911 GT3 RS bietet 3 Fahrmodi: Normal, Sport und Track. Im Track-Modus lassen sich die Grundeinstellungen individuell anpassen. So können unter anderem Druck- und Zugstufe der Dämpfer an Vorder- und Hinterachse separat und mehrstufig verstellt werden. Auch die Hinterachsquersperre lässt sich über Drehregler am Lenkrad verstellen. Das erfolgt schnell und intuitiv mit dem ebenfalls aus dem Motorsport übernommenen Bedien- und Anzeigekonzept. Am Lenkrad sitzen 4 einzelne Drehregler sowie eine Taste für das DRS. Die Drehregler werden beim Verstellvorgang im Kombi-Instrument gut sichtbar grafisch dargestellt. Der 911 GT3 RS verfügt zudem über den bereits aus dem 911 GT3 bekannten Trackscreen. Per Knopfdruck kann der Fahrer die Digitalanzeigen auf den beiden seitlichen 7-Zoll-Displays auf die wesentlichen Informationen reduzieren. Auch die Schaltanzeige links und rechts des analogen Drehzahlmessers wurde aus dem GT3 übernommen. Der 4 Liter Hochdrehzahl-Saugmotor wurde gegenüber dem 911 GT3 weiter optimiert.
Die Leistungssteigerung auf 386 kW bzw. 525 PS wird in erster Linie über neue Nockenwellen mit geänderten Nockenprofilen erreicht. Aus dem Motorsport abgeleitet sind die Einzel-Drosselklappen-Sauganlage sowie der starre Ventiltrieb. Das Porsche Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Gängen verfügt über eine gegenüber dem 911 GT3 verkürzte Gesamtübersetzung. Lufteinlässe am Unterboden sorgen dafür, dass das Getriebe auch extremen Belastungen bei häufigem Einsatz auf der Rennstrecke standhält. Der 911 GT3 RS beschleunigt in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht im 7. Gang seine Höchstgeschwindigkeit von 296 km/h. An der Vorderachse kommen Aluminium-Monoblock-Festsattelbremsen mit je 6 Kolben sowie Bremsscheiben mit einem Durchmesser von 408 mm zum Einsatz. Im Vergleich zum 911 GT3 wurden die Kolbendurchmesser von 30 auf 32 mm erhöht. Zudem wurde die Dicke der Scheiben von 34 auf 36 mm verstärkt. An der Hinterachse sitzen weiterhin 380 mm große Bremsscheiben und 4 Kolben Festsattelbremsen. Die optional erhältliche Porsche Ceramic Composite Brake verfügt an der Vorderachse über 410 mm große, an der Hinterachse über 390 mm messende Scheiben. Serienmäßig rollt der neue 911 GT3 RS auf geschmiedeten Leichtmetallrädern mit Zentralverschluss. Straßenzugelassene Sportreifen der Dimensionen 275/35 R20 vorne und 335/30 R21 hinten sorgen für ein hohes Maß an mechanischem Grip. Intelligenter Leichtbau gehört spätestens seit der Vorstellung des legendären 911 Carrera RS 2.7 zum Grundprinzip aller RS-Modelle. Dank einer Vielzahl von Leichtbaumaßnahmen wie dem ausgiebigen Einsatz von CFK wiegt der 911 GT3 RS trotz vieler größer dimensionierter Bauteile nur 1450 Kilogramm. Aus CFK bestehen beispielsweise die Türen, die vorderen Kotflügel, das Dach sowie der Frontdeckel. Auch im Interieur kommt leichtes CFK zum Einsatz, zum Beispiel bei den serienmäßigen Vollschalensitzen. Im Innenraum präsentiert sich der neue GT-Sportwagen im typischen RS-Stil. Schwarzes Leder, Racetex und Sichtcarbon prägen das puristisch-sportliche Ambiente. Aufpreisfrei ist der 911 GT3 RS mit Clubsportpaket erhältlich. Dieses beinhaltet unter anderem einen Überrollbügel aus Stahl, einen Handfeuerlöscher sowie einen 6-Punkt-Gurt für die Fahrerseite. Deutlich umfangreicher fällt das gegen Aufpreis erhältliche Weissachpaket aus. Frontdeckel, Dach, Teile des Heckflügels sowie die Oberschale der Außenspiegel sind dann in Sichtcarbon ausgeführt. Die Stabilisatoren vorne und hinten, die hinteren Koppelstangen und das Schubfeld an der Hinterachse sind aus CFK gefertigt und tragen zu einer weiteren Verbesserung der Fahrdynamik bei. Der erstmals aus CFK gefertigte Überrollbügel spart gegenüber der Variante aus Stahl rund 6 Kilogramm Gewicht. Ein weiteres Highlight des Weissachpakets sind PDK-Schaltpedals mit Magnettechnologie aus dem Motorsport. Die Schaltvorgänge werden so durch einen präziseren Druckpunkt und ein deutlich wahrnehmbares Klacken noch sportlicher. Optional sind zum Weissachpaket Magnesium-Schmiederäder erhältlich, die für 8 Kilogramm Gewichtsersparnis sorgen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem neuen 911 GT3 RS.